Hey Leute, ihr schaut Ikuma Games und in diesem Video soll es um die PSVR 2 Version von Les Mills Body Combat gehen, ein Fitness-Game, wo geboxt und gekickt wird. Hey. Yep. So visualize something coming towards you, see it, and then get out the way as quick as you can and come back ready to counter strike. Hit those targets. We do you. Und ich bin ein großer Fan von dem Spiel in Anführungszeichen. Eigentlich ist es eine Fitness-App, wenn man so will. Ich habe sie für die Quest 2 schon reviewed. Schaut auf jeden Fall mein Review dazu an und ja, abonniert doch schon mal meinen Kanal, damit ihr nichts dazu verpasst, zu weiteren Spielen, Anwendungen und so weiter und so fort. Genau, Quest 2 Version habe ich reviewed und eigentlich nutze ich hauptsächlich die Pico 4 Version, weil mir die Pico von der Bequemlichkeit am besten zusagt und ich das Ding standalone, zum Beispiel bei mir oben auf dem Dachboden, einfach auspacken kann und spielen kann. Aber die PSVR 2 Version ist jetzt raus und ich möchte die auf jeden Fall einmal beleuchten. Die Tests werde ich hier werde euch meine Erfahrungen diesbezüglich teilen. Und ja, worum soll es gehen? Es soll vor allen Dingen ums Tracking gehen. Wie ist das Tracking bei der PlayStation VR 2 Version? Wie ist die Bequemlichkeit von dem dicken Klopper hier oben bei einem Sportspiel gerade? Und solche Sachen wie, stört das Kabel? Und ja, wie sieht es grafisch eigentlich aus? Und ist es eigentlich ruckelfrei? Das im Video beleuchten möchte ich. Also dran. Getestet habe ich auf jeden Fall schon ein bisschen. Ich habe einen 20 Minuten Workout gemacht und das Tutorial gespielt. Und 20 Minuten war auch ziemlich anstrengend. Ich werde das Video auf jeden Fall nochmal gesondert hochladen. Ich habe in der Mitte des Workouts schon auf jeden Fall nachgelassen. Das war dann schon anstrengend genug. Hier sieht man es, 274 Kalorien und dann hier so ein paar kleine Workouts einfach zum Testen der einzelnen Funktionen. Und ja, meine Erfahrungen diesbezüglich, also ich werde gleich auf jeden Fall nochmal ein kleines Workout starten, hier vielleicht so ein 5-Minuten-Workout, damit ihr das nochmal Gameplay-mäßig seht, aber ich möchte euch auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen mitteilen. Also, Kabel, ich habe das jetzt hier oben zur Aufnahme an mein Pulley-System angeschlossen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, habe ich auch ein Video zu gemacht, wie das mit der PSVR 2 und dem Pulley-System funktioniert. Ist auf jeden Fall ratsam, gefällt mir auf jeden Fall viel besser. Es geht mit Kabel. Ich hatte die PlayStation VR 2 vor mir und ohne das Pulley-System geht das Kabel eben hier an mir vorbei und dann eben nach hinten, weil das Kabel ist soll eigentlich nach hinten gehen. Und es gab schon Situationen, wo ich das immer wieder nach hinten machen musste oder wenn ich geboxt habe, dass das Kabel nach vorne geht. Und ich habe da schon ein bisschen Angst gehabt, dass ich mal das in einem Hook irgendwie mitnehme und dann die PlayStation VR 2 die PS5 vom Tisch reiße und solche Sachen. Das ist schon ein bisschen blöd, aber gut, damit muss man leben. Das Headset ist nun mal am Kabel, aber ich denke, wenn man sich damit arrangiert, vielleicht hilft es auch, wenn man sich irgendwie von dem Fernseher weg bewegt. Das zeigt, dass ihr da einfach nicht an das Kabel kommt. Müsst ihr ausprobieren. Ist kein No-Go, aber ja, schade drum ist es trotzdem. Dann Sachen wie das Tracking. Erstmal ist das Haptic Feedback richtig cool, also die Controller spürt man richtig schön und das funktioniert ja auch mit dem Grip, braucht man eigentlich nicht. Ne? Eigentlich gibt es nur eine Sache, wo man grippen muss, ansonsten müsst ihr die einfach festhalten. Ihr könnt ihr auch ruhig insgesamt squeezen, eine Faust machen und dann boxen und das funktioniert soweit ganz gut. Es gibt oder kann Tracking-Probleme geben. Ich habe bei meinem Workout einmal die Situation gehabt bei so Hammer Curls, dass wenn man so lange schwingt, dass natürlich werden die Controller hinter deinem Rücken nicht mehr getrackt, aber normalerweise sind die schon genug hoch. Es gab eine Situation, wo sich Controller verfangen haben und dann einfach weg waren. So, dann musste ich einmal schütteln, habe natürlich dadurch ein paar Kombos verloren. Das war ein bisschen schade, aber insgesamt hat das nicht ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Aber wenn ihr so voll auf Highscores aus seid, da seid ihr definitiv meiner Meinung nach mit der Pico 4 Version bedient. Da aber auch nicht, muss man dazu sagen. Ja, hier solche Beispiele, ihr seht's, wenn ich die nach vorne halte und gerade beim Boxen manchmal die oft so vor sich und ihr seht's, dann verliere ich das Track. Wenn man schnell genug reagiert,
kann ich es nochmal auslösen? So, das Tracking vom rechten Controller ist weg, ihr könnt es ganz genau sehen. Und jetzt halte ich die weg von mir und die sind sofort wieder da. Wenn ihr schnell genug merkt, dass das Tracking weg ist, einmal kurz schütteln, vor euch halten, dann ist es eigentlich schon wieder da. Geht definitiv. Genau. Grafisch muss ich sagen, definitiv die hübscheste Version. Ich würde auch behaupten, das Ding läuft in 120 Frames. Kann ich nicht genau sagen, aber es ist definitiv ein flüssiges Erlebnis und hochauflösend. Ich sehe ganz minimale Kantenbildung hier und da, Treppchenbildung, aber eine höhere Auflösung als in der Pico-Version, wo es doch ein bisschen krisselt und definitiv ruckelfrei. Bei der Pico 4-Version, bei der Quest-Version gab es schon Situationen, wo ich geschlagen habe, es kam, weiß ich nicht, das Gerät ist überfordert oder wie auch immer und dann hat es kurz geruckelt und dann verliert man natürlich auch Kombos und das ist sehr schade. Hier super flüssiges Erlebnis, kann ich nicht anders sagen. Ja, vielleicht zum Spiel selber. Ihr habt hier ein Fitness-Game, ihr habt verschiedene Workouts von leicht bis schwer und da werden alle möglichen Moves getestet. Ich werde euch definitiv gleich noch einen Workout zeigen. Da werden vom Oberkörper bis zum Unterkörper, also Unterkörper wird mittels Squats und so weiter bedient. Es gibt auch Kicks, die werden ganz cool umgesetzt, die zeige ich euch gleich nochmal gesondert. Da müsst ihr ein Hindernis greifen, zu eurem Knie bewegen, das ist ganz cool gemacht. Ihr habt natürlich keine Tracker am Körper, aber das funktioniert richtig gut. Ansonsten gibt es eben einiges an Kicks, an Punches, an Hooks, an Hammer Curls und Battle Ropes, also alles Mögliche wird hier simuliert. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ihr habt hier so ein paar Fitness-Tracker-Sachen, wie viel Kalorien wurden verbraucht. Ich habe hier, wie gesagt, 3 Workouts gemacht. Ein ganz kleines Tutorial, glaube ich, wurde quasi nicht mitgewertet. Und dann ein ganz kleines Workout, war nur 25, obwohl 5 Minuten. Und dann okay, die Daten sind gerade noch nicht da, warum auch immer. Ein 20-minütiges Workout, was relativ anstrengend war, wo fast 300 Kalorien verbrannt wurden. Dann werdet ihr mal schön belohnt, wenn ihr mehrere Tage am Stück spielt und so weiter. In den einzelnen Maps könnt ihr immer sehen, wie ihr performt habt. Ich habe hier jetzt natürlich kaum welche. Bei der Pico-Version konnte ich dann hier mehrere Versuche dann sehen, wo habe ich mich gesteigert. Ihr seht hier immer die Intensität, wie lange das dauert. Ihr seht, welche Bereiche, Full Body zum Beispiel oder Upper Body und so weiter. Eigentlich ist, die ganze Züge ist auf Deutsch, aber ja, die ganzen Kommentare und so sind auf Englisch, aber ihr werdet schon zurechtfinden, wenn ihr dem Englischen nicht mächtig seid. So, wir probieren einfach mal, hier den hatte ich jetzt schon, mal einen anderen, Quick Hit 2, Full Body, Basic Boxing, Boxing Basic und Squat. Da gucken wir jetzt mal rein. It's easy to just smash a couple of targets, but it feels good when you really smash them targets. Ihr werdet definitiv immer motiviert von den beiden Hosts hier, das ist immer ganz cool gemacht. Während des ganzen Workouts habt ihr dann Erzählungen, so ja los, macht weiter und hier das und jenes. Definitiv meiner Meinung nach cooler, als einfach nur Musik zu spielen. Fokus eben auf Workout, das ist kein Rhythm Game oder sowas. Okay, sometimes you feel confident, sometimes you don't, but every time you do it. Sowas zum Beispiel, ne? Finde ich ganz cool und die beiden sind echt sympathisch. This workout is all about putting your body in the right position to load before you explode. Watch out for them random targets. So, ihr habt ja auch so ein Multiplayer-Komponente, dass ihr sehen könnt, wie ihr performt. Stop playing, move it. Yeah, I like to dance in the shadow as well. Right. Und ihr seht immer live, wie ihr performt im Vergleich zu den anderen. Left jab. Slip right. Right jab. Slip left. Slip right. Yep, it got faster. Left jab. Right jab. Slip and move. This is how we move around the ring. You got to be able to move and strike. Präzise, dafür gibt es dann eben Punkte. Und eben auch für die Kombos. Jab, power. So load body. Think about grounding your feet to the floor, rolling your shoulder, turning the body. It's getting faster. It's about to get even faster. Unload, go. Shoulder rolling.
switching the core arm. You got it. You feel confident? A little swag, a little shoulder swag. All right, little combo. 3, 2, 1. Slip and move. Squat down. And come in. Ich weiß zum Beispiel nicht, warum man in dieser Situation den linken Controller nicht so gut trackt. Kann natürlich sein, dass ich einfach schlecht treffe. Aber man sieht immer, wenn ein Ring drum kommt, dass sie gut getroffen hat. Links habe ich irgendwie die ganzen Probleme. So the reason we're moving around is, you'll see when our boxers in the ring, they learn to move their feet in the right position to be able to load power in the punch. Rechts geht eigentlich. Ich weiß nicht, woran das liegt. Don't let me distract you, you've got work to do. Seht ihr das? Manchmal gibt es einfach keine Ringe. Alright, uppercut. Load the shoulder. Roll your shoulder forward and then bring the punching shoulder forward. Like a figure of 8. Big hook! Now turn your hip and imagine you're hitting your hip into the target. Release the heel. Alright, uppercut, still quicker. Left, right, left, big right hook. Slip left. Squat down. Keep blowing. No hating. Uppercut, left, right. Big right hook. Slip left. If you want to make those MOVES, you got to load the shoulders. Yep, it's slow. Yes, you've got time. Go big with your movement. Go big in the range. Now get into the legs. Squeeze your glutes as you push out of the squat. Yep, and dive. Getting down. Tucking under. Standing up. Go. Oh, you're good at this now. Oi, big one. You look like you're having a good time there. You're boogieing. So because it's slow, let's just focus on power. Come on. Not much that you really need to learn now, other than just perfecting your movement, enjoying it, cruising with it. See that? Rhythm's already changed, and you know it's about to get faster. We've been here before. Come on. Tuck your chin down a little bit. Drive the power from the shoulders. Yep, hello shoulders. Yeah, you're still getting a workout. You just forgot because you're having such a good time, right? Oh, we're going to mix it up now. Come on. Power shot, power shot. Remember that side slip? Get down and squat. All right, you're on your own now. Quick reactions. Ganz knapp. Just a few tips to maximize your technique. Remember your full range, and then bend your knees every time. So when you're slipping, you're still bending your knees, so you're slipping and crunching. And when you're squatting, you still want to brace your abs, keep your hips square and your chest lifted. Power strikes, random strikes. Did you get them? Uppercut? Now roll in and under, change arm, back to your right and back to your left. But try and hit these hooks and imagine you're hitting a big heavy punch bag, yep? Use all the power in your shoulders, your hip and your legs. Up, through the sky now. Turn the corner, drop out the way, get out the way. You're in the rhythm. Fancy I love James. it. MOVES, and you certainly have some. Just remember to breathe out. Use your breath. Come on, breathe out, breathe out, breathe out, breathe out. Big side step. Oh, turn your body. So that was about a quick reaction. So we're still working on your motor skills. Still throwing random targets every now and then just to see what your reaction timing is like. I'm looking at your combo score right now, and you are doing amazing. And look at that total leaderboard score. Wow, come on, hold on. We're nearly at the end now. Finish really big, come on. Oh yeah, get out of the way. Hit it, hit it. Oh, perfect. Yes. 300 Punkte. Whew. Slam dunk. No one's stopping. You just rockin' to the top. Geht definitiv besser, aber in dieser Runde, ich glaube nicht, dass es die 6 Besten sind, gegen die man kämpft. Ich glaube, da wird einfach eine Auswahl gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das hier wird. Ja, hier könnt ihr noch ab bewerten. Genau, richtig. So, das war Les Mills Body Combat. Zu meinem Fazit.
Lessons Body Combat muss man definitiv haben, wenn man so ein bisschen Bewegung machen möchte. Vor allem mit VR, es macht super viel Spaß, man wird motiviert. Die Moves sind, soweit ich das als Laie bewerten kann, total intelligent gemacht. Ganzkörpertraining auf jeden Fall. Natürlich kein Resistance-Training, also ihr habt keine Gewichte, ist ja klar. Empfehle ich euch auch nicht, irgendwelche Gewichte zu nehmen, das geht nur auf die Gelenke. Aber insgesamt geht es gut auf die Pumpe. Durch die Squats hat man auf jeden Fall nice Bewegung, auch für die Beine. Und Muskelkater ist definitiv auch vorprogrammiert. Ja, und technisch ist das ganz gut, die PSVR 2 Version. Würde ich auf die PSVR 2 Version setzen? Nicht unbedingt. Ich finde immer noch die Pico 4 als Allround-Fitnessgerät besser. Die kann ich einfach aufsetzen, überall hin mitnehmen und ich kann sofort loslegen. Hier bin ich aufs Wohnzimmer angewiesen, beziehungsweise auf die PS5, habe ein Kabel im Weg. Dafür ist es meiner Meinung nach die stabilste und schönste Version. Also, wenn ihr eine PSVR 2 habt, must have. Wenn ihr die Pico 4 habt, müsst ihr euch überlegen, was euch wichtiger ist. Bequemlichmäßig, also mit der Bequemlichkeit. Ich bin kein Fan von der PSVR 2, was die Bequemlichkeit angeht, muss ich ehrlich sagen. Aber insgesamt kann man natürlich sagen, dass die nice ist zum Abwischen. Alles ist aus Gummi oder Silikon. Ihr könnt es gut abwischen und dann läuft das. Und dann könnt ihr direkt weitermachen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, ein Abonnement für diesen Kanal. Dann gibt es mehr solche Videos. Ihr könnt als nächstes dann mein 20-minütiges Full-Workout-Video angucken. Da habe ich gezeigt, wie schwach ich wirklich bin. Und habe in der Mitte nur noch mit offener Fresse quasi dieses Workout gemacht. Also krass. Und ja, wenn ihr das öfter macht, verliert ihr bestimmt ein paar Kalorien. Verbrennt sie. Naja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.